Ich bin ein kleiner Windgeist, fliegt durchs Himmelblau. Alles gut. Ich wiege sanft die Gräser, bin ein Lüftchen lau. Windgeister weit winden, stets Also von so Ort da zu Ort. zum höchsten Punkt 45 Grad jetzt da, genau wo du jetzt Hier und gleich schon dort, hinter dem hier und Rapsfeld gleich sozusagen. schon dort. Und dann wird es hier rüber gehen. Geht bis ungefähr da zum Scheitelpunkt, da wo sich die ganzen Büsche treffen. Ja. Es gibt Geschichten, die sich wiederholen. Und es gibt Menschen, die engagiert und mutig Widerstand leisten. So im Thüringer Massenhausen, ein kleines Dorf direkt an der Grenze zu Bayern. Ab 1952 lag es in der Sperrzone der innerdeutschen Grenze. In den 1970er Jahren bis zur Wende verlief ein 3 Meter hoher Grenzzaun unmittelbar vor und entlang des Dorfrandes. Heute erinnern nur noch historische Bilder an diese Zeit. Das Landschaftsbild präsentiert sich idyllisch. Der Grenzstreifen vom Dorf bis zum 250 Meter entfernten grünen Band, heute wieder in Privatbesitz, ist noch als Relikt der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft der ehemaligen DDR als Großraumlandwirtschaft erhalten geblieben. Dahinter das Naturmonument Grünes Band, die Grenze zu Bayern, verbunden mit dem Heldritter Forst, einem ökologisch wertvollen Mischwald. Also noch was. 247 Hektar. 247 Hektar hier, aufgeteilt auf 3 Gebiete, weil da auch Bereiche zwischen sind, die Naturschutz und dem Naturschutz unterliegen. Wir sind Gast bei Michael Jendis und Anja Schöpke im Loft am Grünen Band. Im Giebel einer liebevoll ausgebauten Scheune, unten ein Pferdeoffenstall, im angrenzenden Scheunenteil das Schmuckatelier von Anja Schöpke. Jedes ihrer einzigartigen Schmuckstücke erzählt eine Geschichte. Viele stehen in Verbindung mit der Natur, mit Fundstücken entlang des Grünen Bandes, im Wald. Formen von Samenständen, von Heckenfrüchten und Bäumen, in Gussformen übertragen, zu Silberkunst als Anhänger und Ring verarbeitet. Das Atelier, Loft und Wohnhaus wurde mit Photovoltaik, Holzpelletheizung und nachhaltigem Baumaterial gebaut. Durch den Erhalt der Scheune und die substanzerhaltende Art des Umbaus erhielt das Gebäude einen Baukulturpreis. Hallo. Michael Jendis aus der BI Massenhausen. Ich bin also einer derjenigen, die direkt auf dem Grenzstreifen wohnen, täglich die Grenze überquere und das Thema Windenergie hat mich hierher getrieben. Da mein Dorf schickt mich hierher, weil wir an der Grenze immer noch mit der Grenze konfrontiert sind. Es gibt eine Planung auf bayerischer Seite, die nehmen uns nicht wahr. Es gibt eine Planung auf Thüringer Seite, die nehmen die bayerische Planung nicht wahr. Was dazu führt, dass auf beiden Seiten der Grenze Windenergieanlagen geplant sind. Massenhausen soll erneut eingezäunt werden. Mit Türmen, die den Kölner Dom um 120 Meter überragen, die das Landschaftsbild auf der Lebensseite des Dorfes prägt. Also ich denke mal, das werden sie noch umändern müssen. Im Dorf regt sich Widerstand. Michael Jendis, eigentlich ein Verfechter der Energiewende, führt eine politisch unabhängige Bürgerinitiative an. Zusammen mit Menschen aus den politischen Polen, wie sie im ehemaligen Osten überall anzutreffen sind. Die Zusammenarbeit ist halt nicht einfach, weil wir halt auch so viele verschiedene Meinungen da haben. Aber wir kommen natürlich damit wesentlich mehr voran, weil die Ideen sind mehr. Es kommt aus ganz unterschiedlichen Seiten kommen Ideen dazu und wir lassen das alles versuchen wir aufzunehmen und voranzubringen. Ja.
Große Teile des Heldritterforsts mit Teilen der noch weitgehend unerforschten Wüstung Gelnhausen müssten mit all seinen stillen, unscheinbaren Bewohnerinnen weichen. Michael Jendis wehrt sich gegen den Eingriff in die ökologisch intakte Landschaft unmittelbar am Grünen Band. Er thematisiert die Profite, die in die verschuldete Nachbargemeinde und zu den privaten Waldbesitzern fließen, kritisiert die privaten Interessen von gewählten Politikern. Hier und gleich schon dort. Michael ist ein mutiger, geradliniger Mensch. Er nennt die Sachen beim Namen, spricht offen und klar an, allen Stolpersteinen zum Trotz. Mit all den anderen Winden werden wir zum Sturm. Heulen, jaulen, brausen um den Kirchenturm. Die Menschen im Dorf sind ihm dankbar. Sie zeigen es auf ihre berührende Art. Seit seinem Engagement muss Michael Jendis keine Eier mehr kaufen. Windgeister weit winden, stets von Ort zu Ort. Wirst uns niemals finden, hier und gleich schon dort.